bin Oberstleutnant Lürst vom Übungszentrum aus Hannover und wir befinden uns hier in der Hallenschießanlage für spezialisierte Kräfte in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne. Was wir hier sehen, ist eine schematische Darstellung dieser Hallenschießanlage, geprägt ganz wesentlich von zwei Schießbahnen, identisch, leicht zueinander versetzt, mit Regieräumen und Geschossfängen hinten, in dem wir mit unserer interaktiven Zieldarstellung Ziele projizieren können. Im hinteren Teil befindet sich die Regie, von da aus wird die interaktive Zieldarstellung gesteuert. Und dann hier wird die Luft eingeblasen, die über die Umwälzungsanlage im ersten Stockwerk gebracht wird. Der Luftstrom wird bis nach vorne durchgedrückt und dann hier wieder abgesaugt. Der Schütze feuert die Waffe ab, das Projektil schlägt auf einer Projektionsfläche ein. Auf diese Projektionsfläche wird das jeweilige Ziel dargestellt und eine zweite Kameraanlage macht die Trefferauswertung. Danach fliegt das Projektil weiter und trifft dann auf den Geschossfang. Der Geschossfang besteht aus einer Plastikfolie als äußerste Schicht, das kann man hier oben in weiß sehen, als Staubschutz. Dahinter, das ist das, was hier in schwarz ist, man sieht es hier, Regopol. Ein Stoff, wie er auch auf Sportplätzen oder unter jeder vernünftigen Kinderschaukel zu finden ist, nur nicht in der Stärke. Das dient als Splitterschutz. Das Geschoss dringt dadurch und zerschellt dann an den Stahllamellen, die dahinter eingehängt sind. Man kann sie hier sehen. Das ist eine Lamelle im neuen Zustand. Das ist eine Lamelle, die ausgetauscht wurde. Die Aufhängungen, die Senkrechten, werden auch nochmal geschützt durch weitere Lamellen, alles aus Panzerstahl. Das ist was im Neuzustand. Diese hier ist dann rausgenommen worden im Zuge der Wartung. Das Geschoss zerschellt in der Regel an den Stahllamellen. Die Reste, die Fragmente fallen zu Boden. Hinter diesen Lamellen nochmal eine Schicht von Metallblechen, die auf der Betonwand sind, und das schließt dann den Geschossfang hinten ab. Wir sind hier in der Übungsgenerierstation. In der Übungsgenerierstation sind wir in der Lage, die Ziele für unsere interaktive Zieldarstellung zu modifizieren. Wir sind auch in der Lage, den Zielen Bewegungsrichtungen vorzugeben und sie allerdings vordefinierte Wege gehen zu lassen, dass der Schütze dann eben entscheiden muss, ob er zu schießen hat oder nicht. Wir sind nicht auf reale Darstellungen beschränkt, sondern mit unserem VBS-System in der Lage, uns in virtuellen Welten zu bewegen bzw. diese zu kreieren. Wir sind da frei, das zu bestimmen. Zu Anfang allerdings ist so diese virtuelle Welt relativ leer. Da gibt es außer Gelände, ein paar Bäumen, ein paar Häusern eigentlich gar nichts. Alles, was sich da drin bewegen soll später mal, muss dann da reingesetzt werden. Und wenn wir da jetzt weiter reinzoomen, sehen wir dann, dass dieser kleine rote Klumpen, das sind dann Bewegungspfade von Feind in diesem Fall, der sich dann da drin in der Szene bewegt. Wir werden dann später noch sehen, wie das dann in der Darstellung ist, wenn man damit trainiert. Bevor die Szenare in der Hallenschießanlage zum Trainieren verwendet werden können, müssen sie natürlich überprüft werden. Dazu dienen die beiden Monitore, die wir jetzt hier sehen. Hier hat der Übungsgenerierer die Möglichkeit, das von ihm generierte Szenario quasi einmal hier zu testen. Natürlich nur mit der Maus und nicht im scharfen Schuss. Aber damit wird verhindert, dass, wenn man das drüben abspielt, dann erst bemerkt, dass es dort irgendwelche Komplikationen gibt. Das kann also hier vorher ausgemerzt werden. Wir sind jetzt auch in der Lage, schießen Sie mal einfach ruhig, in der Anlage, obwohl sie selbst nur eine Länge von 25 Metern hat, Schussentfernungen auf größere Distanzen zu trainieren und hinterher auch auszuwerten. Wir haben jetzt hier mit der Maus ein paar Treffer gesetzt. Jetzt gehen wir gleich in den Auswertemodus rein und können dann halt hinterher den Schützen Schuss für Schuss zeigen, wo er getroffen hat. Auch hier mit diesen Auswertemöglichkeiten ist man gegenüber der herkömmlichen Schießausbildung ganz weit vorne. Okay, hier die Darstellung, wie wir auf größere Entfernung, als wir sie real in der Anlage haben, schießen können. Wir haben einmal den realen Abstand des Schützen zur Projektionsfläche. Die Software errechnet das jetzt einfach, dass das Geschoss weiterfliegt und dann trifft das Projektil dementsprechend das Ziel. Wichtig ist halt, dass die Software für jede Waffe und die Munition die exakten Daten braucht, um das so berechnen zu können.
Wir sind außerdem in der Lage, unseren Ausbildern Darstellungen aus der Realität zu geben. Das hier ist eine Schießbahn aus dem Übungsplatz Bergen, die auch so in der Form beübt wird. Wenn gewünscht, können wir Fotos davon machen, diese Fotos dann mit Zielen editieren und diese Ziele dann später abrufen, Anzahl und Dauer wie gewünscht, um ein möglichst realistisches Trainingsergebnis erzielen zu können. Wobei man diese Perspektive zum Beispiel in Bergen nicht im scharfen Schuss machen kann, aber hier bei uns in der Hallenschießanlage geht es halt. Was wir hier sehen, ist die Basis der Hallenschießanlage. Hinter dem schusssicheren Fenster sind die Regieräume. Das Fenster ist dazu da, damit der Leitende mit dem Funktionspersonal Blickkontakt hat und gegebenenfalls Zeichen geben kann. Wir haben aber auch eine akustische Verbindung über Funk. Das Muster, was man hier auf der Wand drumherum erkennt, das ist also komplett gelöchert. Hier tritt die Luft ein und wird dann nach links aus dem Bild raus transportiert bis vorne zur Projektionsfläche. Das heißt, die gesamte Wand ist ein riesiges Gebläse. Was wir hier sehen, ist der Teil der Belüftungsanlage, wo die Luft von außen angesaugt wird, aufbereitet wird, bevor sie dann ins Erdgeschoss gepumpt wird, um über die Schießbahn zurückzufließen und dann nach der Reinigung wieder rauszugehen. Wichtig ist zu erwähnen, dass wenn die Anlage idealtypisch eingesetzt wird, es nicht darum geht, Schießtechniktraining zu machen. Die Leute können schießen, wenn sie hierher kommen, sondern in ihrer Spezialisierung Handlungstrainings zu machen, in Handlungstrainings Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das kann unter Umständen bedeuten, dass eine Situation richtig gelöst ist, ohne die Schusswaffe eingesetzt zu haben. Das sind die Beamer, die für die Darstellung der interaktiven Ziele verwendet werden, in 4K-Qualität, hier im Vordergrund, unter der Decke. Das sind die thermischen Kameras, mit denen die Trefferauswertung gefahren wird. Was wir hier sehen, ist die Projektion einer T-Scheibe für Schießtechniktraining, projiziert auf unsere Projektionsfläche aus einer Naturkautschuk, die also selbstheilend ist. Hier werden die Treffer aufgenommen und thermisch detektiert. Ich setze das mal so ein bisschen in Schwingung. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man zu dicht dran ist, dann wird durch den Gasdruck der Waffe die Leinwand ein bisschen in Bewegung gesetzt, aber für normale Entfernung ist das alles kein Thema. Hier zeigen wir Treffer und wenn man daneben schießt, ist die Anzeige in einer anderen Farbe, sodass man unmittelbares Feedback bekommt. Man kann diese Funktion aber genauso gut, wenn es gewünscht ist, sie abschalten. Dazu. Ist die Lage unverändert. Übungsbeginn. Kontakt vor! Was wir hier sehen, sind Aufnahmen aus unserem Kamerasystem, was wir in der Raumschießanlage verwenden, um den zu Trainierenden ein visuelles Feedback zu geben,
Es geht ums taktische Verhalten, es geht um Waffengriffe und durch dieses Visualisieren und die Möglichkeit, es ihnen wieder vorzuführen, haben wir eine unheimliche Zeitersparnis. Wir schalten jetzt mal rauf auf eine größere Darstellung. Das kann hinterher kombiniert werden, zum Beispiel mit einem Replay der Trefferlagen, und daraus erzielt man sehr gute Lerneffekte. Einer der Vorteile hier in der Hallenschießanlage ist, dass wir hier bestimmte Umwelteinflüsse kontrolliert beeinflussen können. Wir können es also auch morgens um 9 Uhr Nachtschießen ansetzen. Jetzt wird es hier abgedunkelt und wir können natürlich keine normalen Taschenlampen hier benutzen, aber wir haben die Möglichkeit hier, die Taschenlampe ist also eine spezielle Sache, die mit der Anlage verbunden ist. Und dann können wir hier in dieser Sequenz hier mit der Taschenlampe arbeiten. So, bitte mal die Sequenz abspielen. Ja, und je nachdem, wie jetzt die Streife handelt, passiert entweder der eine oder andere Entscheidungspfad. Jeder d'accord? So ist es los, der Besten. Okay, klar zum Gefecht. Denkt an die Visiere. So. Erster Dreiertrupp. Das machen wir gleich. Alles klar, der Rest gliedert sich wieder hinten an, so wie wir es mit der Kurzwaffe auch hatten. Ne? Der erste Dreiertrupp kann jetzt in Position. Übungsbeginn. Militärpolizei! Attack! Attack! Tango down! Good, tango down! Phantom ready? Ready! Left clear! Right clear! All clear! All clear! All clear! All clear! Militärpolizei! Kontakt! Tango down! Confirm ready! Ready? Left clear! Right clear! All clear! All clear! Okay, wir sind aber nicht angewiesen, nur Waffen hier einzusetzen. Wir haben auch nicht letale Wirkmittel.
Übungsende. Wirkungstreffer. Dritter. Wirkungstreffer. Vierter. Wirkungstreffer. Fünfter. Wirkungstreffer. Sechster. Wirkungstreffer. Das war's. So stelle ich mir das vor. Okay?